Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Godzilla und die Urweltraupen ist einer der Klassiker des gesamten Kaiju-Eiga. Mit einem wilden und unberechenbaren Godzilla, gepaart mit dem mythischen Mothra, gelang Regisseur Ishiro Honda erneut ein Riesenerfolg, den wir uns nun mal etwas genauer ansehen wollen. Die Rückkehr des King Kong von 1962 lockte rund 12 Millionen Japaner in die Kinos. Bis heute ein unglaublicher und nicht mehr erreichter Rekord. Godzilla wurde zu einem Kassenschlager und nicht nur er. 1961 brachte die Toho Motor bedroht die Welt in die Kinos und der Schmetterling eroberte schnell die Sympathien der Zuschauer. Der Kaiju-Eiga wurde 1964 10 Jahre alt und seit dem ersten Auftritt Godzillas 1954 hat die Toho wunderbare Filme produziert, wobei hier nun der erste Höhepunkt der Reihe erreicht wird. Nach den leider nur mäßigen Erfolgen von Matango und U-2000 von 1963, die trotzdem sehr gute Filme sind, wollte man nun Godzilla und Mothra gegeneinander antreten lassen. Schließlich hatte das Konzept Kaiju vs. Kaiju in die Rückkehr des King Kong hervorragend geklappt. Drehbuchautor Shinichi Sekizawa wollte eigentlich nahtlos an den Vorgängerfilm Die Rückkehr des King Kong anknüpfen. Ursprünglich sollte Godzilla durch einen Sturm nach Rolisica angespült werden. Rolisica ist ein Staat aus Mothra bedroht die Welt, in dem der Kapitalist Clark Nelson herkam und die beiden Priesterinnen von Mothra entführt. Der Schmetterling sorgte in Newkirk City, eine erfundene Stadt in Rolisica, für Zerstörung und rettete mit Hilfe der Menschen die beiden Priesterinnen. Somit wäre Mothra von 1961 Teil des Godzilla-Universums. Doch die Autoren änderten ihre Meinung. Wir haben euch den Link für den frühen Entwurf in der Videobeschreibung beigefügt. Die Geschichte von Mosora Taigojira wird gerne als Märchen betrachtet. Das kann man so sehen und ich sehe es ähnlich. Es gibt nämlich auf allen Ebenen, und das tritt hier stärker hervor als bei anderen Filmen, das Gute und das Böse. Auf der Ebene der Kaiju ist Godzilla das Böse. Er handelt zwar wie ein Tier, will aber das All vernichten und sorgt für Zerstörung. Mothra hingegen steht für Hilfsbereitschaft, Güte und Auferstehung. Godzilla hinterlässt hingegen verwüstete Städte, tote Menschen und keine militärische Macht kann ihn stoppen. Abgerundet wird es durch die allgemeine Mythologie um den Schmetterling Mothra. Ihr leidgeplagtes Inselvolk singt, tanzt und betet für sie. Und die beiden Priesterinnen sind das Sprechorgan Mothras. Auf der Ebene der Menschen sehen wir die Bösen in Form der beiden gierigen Kapitalisten Kumayama und Torahata. Ja, man kann beide ruhig so bezeichnen. Es sind keine Geschäftsmänner mit edlen Absichten, die durch ihr Tun auch für andere etwas Gutes bewirken. Ich meine, sie kaufen ein riesiges Ei, keiner weiß woher es kommt oder wer vielleicht sogar das Muttertier ist. Bauen ringsherum eine Anlage zum Ausbrüten und wissen immer noch nicht, was da eventuell schlüpfen kann und stellen es doch nicht mal der Wissenschaft zur Verfügung. Stattdessen wollen sie es als Touristenattraktion verkaufen und jede Menge Geld verdienen. Die Quittung erhalten sie später durch Godzilla. Schauspieler Kenji Sahara, der Torahata verkörpert, erinnert sich. Produzent Tomoyuki Tanaka wollte einen Bösewicht, der in Erinnerung bleibt. Ich sah das als große Gelegenheit an, den besten Bösewicht in der Godzilla-Reihe zu spielen. Geld ist alles für ihn. Er, Torahata, ist ein Symbol der Gier. Sahara soll sich für den Dreh mit echten Geschäftsmännern dieser Art unterhalten haben, um die Rolle glaubwürdig darzustellen. Die Presse als Kontrollorgan wird idealisiert und klappt in diesem Zusammenhang auch sehr gut. Schauspieler Jun Tazaki, der einen strengen, aber fairen Redaktionschef spielt, versucht Reporter Sakai zu motivieren, nicht nachzugeben, die Öffentlichkeit über die Gefahren des Eis aufzuklären. Einst war Godzilla die Inkarnation der Gefahr durch nukleare Energie. Doch die Bedrohung durch Kernwaffen entspannte sich langsam nach der Kuba-Krise 1962. Präsident John F. Kennedy und der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow vereinbarten mit den anderen Atommächten Frankreich, Großbritannien und China 1963 einen Vertrag zum Stopp der Atomversuche. Ein deutliches Zeichen der Entspannung wurde von den Atommächten gesetzt. Ein weiterer Schritt Richtung Normalität im Kalten Krieg. Damit war die Gefahr von Atomwaffen und eines globalen Konflikts nicht gebannt. Doch die Bedrohungslage mäßigte sich deutlich und dadurch wurde die Symbolfigur Godzilla gemäßigter. Was diesen Film wirklich einzigartig macht, sind die beiden titelgebenden Kaiju. Der Anzug von Godzilla sah selten so fantastisch aus wie hier. Er ist etwas schlanker als vorher, sein Gesicht wurde deutlich verbessert und die Slapstick-Elemente aus dem Vorgängerfilm sind auch nicht mehr vorhanden. Er besitzt rein animalische Instinkte. Die Charakterzeichnung Godzillas muss natürlich zum Thema des Films passen.
Da es sich um einen Märchenfilm handelt, hat Godzilla die Rolle des Bösewichts inne. Doch das reine Böse ist er nicht. Da ab den kommenden Filmen Godzilla mehr und mehr vermenschlicht wird, hat es den Anschein, dass es sich hier um einen reinen Finsterling handelt. Erst 1984 kehrte Godzilla mit Beginn der Heisei-Reihe zurück zu seinen Wurzeln und wurde erneut eine Metapher der Atomenergie und für Naturkatastrophen. Einen rein bösen Godzilla sieht man eigentlich nur in Shusuke Kanikos GMK von 2001. In diesem Film manifestierten sich die Seelen aller getöteten Soldaten und Zivilisten während des Pazifikkriegs, einschließlich die der Atombombenabwürfe. In Godzilla Minus One erscheint Godzilla als Rächer der Natur gegenüber den Verursachern seiner Existenz, den Menschen. Godzilla selbst wurde hier erneut von Haruo Nakajima und seinem Freund Katsumi Tezuka verkörpert. Zum 4. Mal ist er im Godzilla-Anzug und konnte sich aufgrund des leichteren Kostüms mehr bewegen. Auffallend an dem Kostüm ist die schlappernde Lippe. Dieses geschah durch einen Unfall beim Dreh. Tsuburaya drehte gerade die Szene, in der Godzilla das Schloss von Nagoya zerstört. Nakajima, der im Kostüm steckte, rutschte ab und knallte mit dem Kopf des Kostüms gegen das Modell. In diesem Moment ging ein Teil des Kiefers kaputt und Zähne flogen heraus. Pragmatisch wie Tsuburaya war, ließ er das Kostüm bis zum Drehschluss so. Ikonisch ist die Szene im Film, in dem sich durch den Napalmbeschuss Godzillas Kopf entzündete. Eigentlich war sie so nicht geplant, doch Tsuburaya fand auch diese Einstellung cool und ließ sie drin. Der Schmetterling Mothra bekam eine neue Puppe und konnte im Gegensatz zu 1961 hier ihre Beine bewegen. Das wirkt für den Zweikampf besser. Im Original Mothra-Film war der Anzug der Larve 7 Meter lang und hatte Platz für 9 Schauspieler. Da man für den Endkampf die Larven zusammen mit Godzilla zeigen wollte, hatte man die Raupen als ferngesteuerte Modelle gebaut, damit das Größenverhältnis stimmt. Allgemein ist Mothra hier etwas kleiner als im Original von 1961. In diesem Film sieht man auch zum ersten Mal das Thema der Wiedergeburt in Mothra. Dadurch, dass die alte Mothra, der Schmetterling, im Kampf gegen Godzilla ihr Leben lässt, schlüpfen kurze Zeit später die beiden Larven. Genau das ist der Aspekt, warum dem Kaiju Mothra etwas Religiöses zugesprochen wird. Ihr Schicksal spiegelt sich wiederholt in Tod und Wiedergeburt. Ein Element, welches bis ins heutige Monsterverse benutzt wird. Wenn man es auch anders ausdrücken will, ist Mothra praktisch unsterblich. Eine sehr interessante Darstellung von Regisseur Honda ist der Umgang mit der Religion. Als das Ei zu Beginn am Strand von Kurata angeschwemmt wird, sind sich die Dorfbewohner erst nicht einig, ob sie das Ei zu sich holen. Als der Priester hört, dass man doch damit Geld verdienen könne, teilte er den Männern mit, dass die ewigen Götter auf sie aufpassen. Erneut kommt hier Hondas Skepsis zum Ausdruck, dass auch Religionen nicht frei von Gier und Reichtum sind. Mothras Mythologie symbolisiert das Edle an einer Religion. Sie repräsentiert deren Gott und dieser Gott handelt auch gleichzeitig fair und gerecht, schreckt jedoch auch nicht davor zurück, eventuelle Schandtaten zu bestrafen. Mothra gibt den Menschen die Möglichkeit, das Ei zurückzugeben, warnt sie aber davor, wenn die Larven ausschlüpfen sollten, es zu Zerstörungen kommen könnte. Die Menschen haben somit die freie Wahl, die Gier jedoch siegt über die Vernunft. Hervorzuheben sind auch wieder die schönen Modelle und Miniaturlandschaften. Gerade das Industriegebiet, in dem Godzilla für Chaos sorgt, wirkt sehr lebendig und das Schloss von Nagoya sieht hervorragend aus. Allgemein kann der Film unglaublich gut mit seinen Bildern punkten. Nicht nur wie erwähnt mit den Miniaturen, Tsuburaya schafft es durch das Toskopverfahren, tolle und große Aufnahmen zu zeigen. Vom Sturm zu Beginn des Films bis zu den Kämpfen zwischen den Kaiju sehen wir absolut fantastische Einstellungen. Gerade die letzten 30 Minuten des Films sind für Kaiju-Fans eine Augenweide. Godzilla wird von Panzern, Bombern, Napalm und Strommasten wenig wirkungsvoll in Schach gehalten. Für den Kampf zwischen Mothra und Godzilla werden in einigen Einstellungen Handpuppen verwendet, die auch deutlicher als solche zu erkennen sind. Leider können diese Trickaufnahmen überhaupt nicht überzeugen. Aber insgesamt gesehen besitzt der Film wunderbare Spezialeffekte. Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya nutzte in diesem Film den Optical Printer Oxbury 1900, den er zuvor in den Disney Studios sah. Er hat damit viel gearbeitet und man konnte somit Godzilla und die beiden Priesterinnen in verschiedenen Live-Action-Aufnahmen einkopieren. Sieht manchmal etwas merkwürdig aus, aber da steht man drüber. Gut so, dass er die Toho für den Kauf überzeugen konnte. Eine Szene ist bis heute kurios, und zwar als das Team auf Infant Island landet, um die Priesterinnen um Hilfe zu bitten. Man sieht zu Beginn der Szene die Folgen der radioaktiven Verseuchung.
Im Vordergrund liegen Knochen eines Wales und im Hintergrund sieht man das Skelett einer Schildkröte, die offenbar sich bewegt. Offensichtlich wird das Skelett durch den Wind hin und her bewegt. Laut Kostümbauer Murase ist es unbekannt, wer die Modelle anfertigte. Der Komponist Akira Ifukube sorgt mit seiner fantastischen Musik für das richtige Feeling. Das Leitmotiv zu Mozura Taigojira ist eines der besten Themen im Genre. Einen Teil benutzt er davon für die Wiedererkennung von Godzilla, was später ein Teil des berühmten Godzilla-Themas werden wird. Auch für Mothra hat der Komponist eigene Interpretationen kreiert. Hier ist Ifukube zum ersten Mal für den Schmetterling verantwortlich. Er benutzt zwar den Mothra-Song von Kollege Yuji Koseki, doch er schafft es unter anderem mit Sacred Springs neue Akzente zu setzen. Von Akira Ifukube gibt es eine Geschichte, die er mit Regisseur Honda in diesem Film hatte. Ifukube meinte: Honda fragte mich, ob ich ein Stück für das Erscheinen Godzillas bei einer bestimmten Szene schreiben kann. Ich sagte zu ihm: Nein, das ist nicht nötig. Godzilla ist eindrucksvoll genug. Honda sagte dann: Ja, okay, da hast du recht. Also schrieb ich kein Stück für die besagte Szene. Bei der ersten Testvorführung sah ich, dass Honda ein anderes Musikstück nahm und in die Szene einbaute. Er hatte es ohne mein Wissen benutzt. Ich sah ihn ernst an, aber Honda zuckte mit seinen Schultern und sagte freundlich: Entschuldigung. Unsere Zusammenarbeit war sehr gut und ich mochte das Arbeiten mit ihm sehr. Godzilla und die Urweltraupen wird für sehr lange Zeit als letzter, reiner, ernsthafter Godzilla-Film gewertet werden. 1971 wird zwar mit Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster meiner Meinung nach ebenfalls ein ernster Film produziert, doch für viele ist dieses Werk der letzte Beitrag, wo Godzilla und die Handlung insgesamt als ernst betrachtet werden kann. Ishiro Honda meinte damals, die Filme werden nun mehr und mehr vom Fernsehen verdrängt. Also nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder sahen es. Somit mussten wir etwas erfinden, um beide Gruppen zufriedenzustellen. Honda und Tsuburaya drehten für diesen Film eine Szene, die nur für die amerikanische Version gedacht war und nicht in der japanischen Originalfassung zu sehen ist. Nachdem Godzilla Nagoya zerstörte, unternimmt das US-Militär einen Angriff auf den König der Monster. Mit sogenannten Grenzraketen versuchen sie ihn aufzuhalten. Doch der Angriff bleibt erfolglos. Wahrscheinlich will Honda seine Haltung so zeigen, dass sich Japan nun auch alleine verteidigen kann. In seinen früheren Filmen wie Weltraumbestien und Mothra bedroht die Welt kämpfte das US-Militär noch an der Seite der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte. Die Hauptrolle in diesem Film spielt seit 10 Jahren wieder Akira Takarada. Er verkörpert hier den etwas raubeinigen, aber guten Reporter Ichiro Sakai. Er ist zielstrebig und hartnäckig. Seine Assistentin Junko Nakanishi wird von Yuriko Hoshi dargestellt. Sie ist jünger und somit noch etwas naiver als ihr Vorgesetzter. Doch was sie an Unerfahrenheit hat, gleicht sie mit ihrem Mut aus. Der Charakter der mutigen und unabhängigen Journalistin ist eines der Markenzeichen dieses Genres. Hiroshi Koizumi spielt Professor Miura. Diese Rolle ist angelehnt an die des Dr. Chucho aus dem ersten Mothra-Film von 1961. Er ist auch derjenige, der letztlich den Mut aufbringt und sein Team motivieren kann, die beiden Priesterinnen um Hilfe zu fragen. Leider hat der Charakter wenig Substanz. Die Rolle des Dr. Chucho war wesentlich besser. Er setzt die Rolle natürlich wie immer gut um, aber sein Potenzial wurde nicht genutzt. Emi und Yumi Ito spielen wie in Mothra bedroht die Welt die beiden Priesterinnen des Schmetterlings. Ihre Leistung ist genauso gut wie vorher. Hier haben sie dank Komponisten Akira Ifukube aber mehr Gesangseinlagen. Kenshi Sahara sehen wir hier als Kapitalisten Jiro Torahata. Die Rolle ist eine der ekligsten im gesamten Genre und Sahara, ein Charaktergesicht der Toho, schafft es diesen Typus auch so rüberzubringen. Gut gemacht. Jun Tazaki ist der Redaktionschef Murata, für den Sakai und Junko arbeiten. Er kann seine natürliche Autorität gut rüberbringen und schafft es stets, seine Mitarbeiter zu motivieren. Yoshibumi Tajima spielt hier den schmierigen Kumayama. Dieser tolle Charakterschauspieler schafft es ähnlich wie Sahara, die widerliche Seite seiner Rolle dem Publikum gut rüberzubringen. Yu Fujiki hat hier viele lustige Auftritte als Reporter Nakamura. Alles dreht sich um sein Frühstücksei, was wiederum oft einen Szenenwechsel zu Mothra hat. Er ist auch derjenige, der die rettende Idee hat, Mothra gegen Godzilla kämpfen zu lassen. Mozura Taigojira erschien am 20. April 1964 in den japanischen Kinos. Er konnte zwar stattliche 3,5 Millionen Kinokarten verkaufen,
hing aber verglichen an dem Rekordergebnis von Die Rückkehr des King Kong doch weit hinterher. Die Toho feierte von den 60er bis 80er Jahren die Toho Champion Festivals. 1980 wurde der Film erneut in die Kinos gebracht und hat diesmal 3 Millionen Karten verkauft. In Westdeutschland erschien der Film am 15. April 1975, 10 Jahre später unter dem Titel Godzilla und die Urweltraupen. Ein merkwürdiger Titel, aber zum Glück hilft der deutsche Trailer, einen den Namen des Films nicht zu vergessen. Godzilla und die Urweltraupen erschien in der wunderbaren Reihe Kaiju Classics von Anolis als Steelbook und auch als Blu-ray. Mothra und Godzilla wurden seitdem als wiederkehrende Rivalen gezeigt. Im Nachfolger Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah sind sie zwar kurz vereint, um den übermächtigen Ghidorah von der Erde zu vertreiben, doch in den japanischen Filmen waren sie stets Gegner. 1992 wurde mit Godzilla Kampf der Saurier-Mutanten ein Remake des Klassikers von 1964 gedreht. Dort sehen wir auch Akira Takarada wieder, der eine Nebenrolle als Chef der Umweltbehörde innehat. Ebenfalls ein guter Vertreter dieses Genres, wobei die Musik von Akira Ifukube in diesem Teil noch märchenhafter ist. Das Monsterverse von Legendary und Warner Bros. Hat jedoch die ewige Rivalität zwischen Godzilla und Mothra drastisch geändert. 2019 erschien mit Godzilla King of the Monsters eine sehr schöne Hommage an die japanischen Originalfilme. Die Filmemacher zeigten Mothra und Godzilla diesmal als zwei Titanen, deren Beziehung in Symbiose einhergeht. Die beiden unterstützen sich im Kampf gegen Ghidorah, wobei Mothra ihre Lebensenergie an Godzilla weitergibt. In Godzilla x Kong The New Empire wird diese Verbindung leicht ausgebaut und Mothra fungiert als Vermittlerin zwischen Godzilla und Kong. Mit Godzilla und die Urweltraupen inszenierten Regisseur Ishiro Honda, Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya und Komponist Akira Ifukube einen der hervorragendsten Vertreter dieses Genres. Tolle Schauspieler und Charaktere gepaart mit grandiosen Effekten und einem wunderbaren Soundtrack kann dieser Teil der Reihe wohl jeden Fan begeistern. 1964 ist auch das Jahr, in dem gleich 3 Kaiju-Produktionen aus dem Hause Toho in den Lichtspielhäusern erscheint. Im August 1964 kommt Dogora in die Kinos und ab Dezember des Jahres wird dort ein goldener Drache sein Unwesen treiben. Der Prozess zur familienfreundlichen Unterhaltung wird aber in dem kommenden Godzilla-Film einen ersten Höhepunkt erreichen. Doch mit dem dort auftretenden König Ghidorah wird ein Kaiju die Filmlandschaft betreten, was es so noch nicht gab. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.